Hallo meine lieben Nähfreunde! Heute nähen wir den perfekten Taschenanhänger. Etwas Praktischeres habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir gedacht, ich kann mit diesem Problem nicht allein sein. Ihr seid irgendwo eingeladen oder auf einer Messe oder einer Gartenparty. Ihr habt eure Handtasche und eine Jacke, ein Pullover, eine Strickjacke. Ihr wollt die ausziehen, aber wo macht ihr die hin? Es gibt keinen Haken zum Aufhängen und ihr wollt sie ja irgendwie bei euch haben. Um die Hüfte machen, das zerstört das Outfit. Ich persönlich versuche ja immer, meine Jacke irgendwie an meiner Tasche festzuknüllen und das geht auch mal schief und dann landet die im Dreck. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen nähen wir heute den perfekten Taschenanhänger, an dem ihr eure Jacke oder euren Pullover befestigen könnt. Und das ist super, super einfach. Die meisten Materialien habt ihr wahrscheinlich schon zu Hause und könnt sofort loslegen. Übrigens ist das auch ein perfektes Geschenk für jemanden, der eigentlich schon alles hat oder sich gar nichts wünscht. Ihr habt das schnell genäht, aber es ist eben super praktisch. Man weiß vielleicht gar nicht, dass man das unbedingt in seinem Leben braucht. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt mal direkt mit dem Nähen. Ich zeige euch die Materialien und dann legen wir gleich los. Versprochen, es geht super schnell. Zuallererst benötigst du einmal einen Endlos-Reißverschluss. Dabei reicht es, wenn du vielleicht nur noch eine Seite davon über hast. Ich nehme hier meinen Zipper raus und nehme diesen Endlos-Reißverschluss und schneide mir den dann zurecht. Schaut mal, hier habe ich noch eine einzelne Seite über. Den vernähe ich auch noch. Dann benötigst du noch solche Taschenkarabiner. Die habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es verschieden breite, aber meistens funktioniert das mit denen, die man einfach da hat. Dann nutze ich ein Quilting-Lineal zum Schneiden und dann ist es ganz praktisch, wenn du ein kleines Bügeleisen hast oder ein Tool, mit dem du zum Beispiel deine Kanten glatt streichen kannst. Das spart dir auf jeden Fall das Bügeln. Damit kann man zum Beispiel auch Nahtzugaben auseinandernehmen. Dann habe ich noch Schrägband, das könnte man hier benutzen und eben Stoff. Ich werde jetzt das Schrägband nicht vernähen. Ich mache mein Schrägband quasi selber. Übrigens kannst du hier auch das neue Jelly-Vinyl von Snapply benutzen. Wie man das zu diesem Anhänger vernähen kann, zeige ich dir auf Instagram. Jetzt wollen wir aber mit dem Nähen beginnen. Ich nehme mir erstmal meinen Endlos-Reißverschluss vor und schneide ihn mir zurecht. Ich habe hier ein Quilting-Lineal, das 45 cm lang ist und das sollte wirklich euer absolutes Minimummaß sein. Ich schneide hier sogar ein bisschen länger zu. Du solltest dir aber kurz merken, wie lang du deinen Reißverschluss zugeschnitten hast, denn genauso lang wird auch dein Stoffstreifen sein. Also ich nehme jetzt hier meinen Reißverschluss vor und schneide ihn mir zurecht. Übrigens ist es auch ganz praktisch, wenn du so eine Schneidematte hast. Ich messe jetzt an meiner Schneidematte 55 cm ab und schneide mir dann meinen Reißverschluss zu. Und mit dem Reißverschluss schneide ich mir dann auch meinen Stoff zu. Wenn ihr Reststücke habt oder Streifen, dann haltet einfach diesen Reißverschluss an, dann wisst ihr, ob sie ausreichend sind. Ich habe jetzt hier genau 55 cm Länge und schneide mit 4 cm Breite zu. Das Quilting-Lineal hilft dabei wirklich perfekt, denn hier kann ich einfach die Linien anlegen und mit dem Rollschneider zuschneiden. Bei mir sind das jetzt 4 cm Breite beim Stoffstreifen. Du kannst aber auch sehr gut mit 5 cm Breite arbeiten. Beides sind gute Maße, die man hier anwenden kann. Beim Zuschnitt hat sich bei mir jetzt hier schon so ein quadratischer Rest ergeben. Den schneidest du dir aber noch perfekt zurecht, denn zu deinem Stoffstreifen benötigst du noch ein Quadrat. Ich empfehle dir 11 x 11 cm. Es geht, auch wenn es ein bisschen kleiner geraten ist, weil du jetzt Stoffreste verarbeiten möchtest. Das wird trotzdem funktionieren, aber am einfachsten wird es mit 11 x 11 cm. Wir kommen jetzt aber mal zurück zum Stoffstreifen. Das ist wirklich einfach, den jetzt in Schrägband zu verwandeln. Dafür nehme ich mein kleines Bügeleisen, verlinke ich euch auch unten, denn ich werde ganz oft gefragt, welches ich da benutze. Ich benutze tatsächlich eins vom Plotten und dann schlage ich mir einfach mein Band links auf links und lasse die beiden Stoffenden sich mittig treffen. Und dann wird drüber gebügelt.
So kennt ihr Schrägband und so sieht das aus. Das ist wirklich der einfachste Weg und das muss nicht perfekt abgemessen sein. Das sieht am Ende immer gut aus, egal ob ihr da vielleicht mal 1 Millimeter daneben liegt. Und jetzt wird es nochmal mittig gefaltet. Nennen wir es mal links auf links, auch wenn wir schon die rechte Stoffseite sehen. Und auch hier wird nochmal gebügelt, denn da schlage ich dann meinen Reißverschluss ein. Damit dieser Prozess eben auch nicht so lange dauert, habe ich den hier ein bisschen vereinfacht. Tatsächlich legen wir jetzt wirklich nur unser selbstgemachtes Schrägband über das Ende des Reißverschlusses und stecken es fest. Ich benutze dafür gerne Stecknadeln, weil meine Erfahrung sagt, dass Stoffklammern hier gerne irgendwie so ein bisschen verrutschen. Deswegen möchte ich hier Stecknadeln wirklich wärmstens empfehlen. Ich lege jetzt mein Schrägband um den Reißverschluss und stecke es dann mit den Stecknadeln fest. Und das ziehen wir dann einmal von rechts nach links, in meinem Fall, durch. Dabei achte ich ganz genau darauf, dass der Reißverschluss wirklich perfekt in dem Schrägband liegt. Wenn ein bisschen was übersteht, ist das wirklich gar kein Problem. Das können wir später noch kürzen. Als nächstes setze ich mein Reißverschlussfüßchen ein und kann jetzt das Schrägband am Reißverschluss festnähen. Das Reißverschlussfüßchen hat natürlich einen riesigen Vorteil. Ihr habt nur eine ganz schmale Kante, an der ihr lang nähen könnt und könnt damit wirklich perfekt absteppen und eine wunderschöne Naht genau an der Kante entlang machen mit einem Geradstich. Manchmal wellt sich dann beim Festnähen ein bisschen der Stoff, deswegen helfe ich mit der Schere nach. Ihr könnt hier aber auch den Nahttrenner nehmen und das dann daran ein bisschen immer nach unten drücken, damit es schön gerade näht. Gefällt dir eigentlich meine Stickschere? Die habe ich für dich extra aus Frankreich importiert und die sind neu in meinem Shop eingezogen. Dabei warne ich dich jetzt aber mal vor, es ist extrem schwer, hier eine Farbe auszusuchen. Ich habe jetzt mein Schrägband festgenäht und schneide jetzt noch die letzten Fäden ab. Und jetzt kommen wir zu diesem Quadrat, das wir uns zurechtgeschnitten haben. Das ist als nächstes dran. Vorher kürze ich aber auch noch den Überstand von meinem Schrägband. Das sollte jetzt alles auf einer Linie sein, damit das perfekt ist. Als nächstes wollen wir den Zipper einfädeln. Und ich benutze hierfür ja immer diese Handtuchhalter, in die man seine Handtücher reinklemmen kann. Auch hier gibt es unten wieder einen Link für dich. Dort wird jetzt einfach der Zipper oben eingespannt und so kann ich meinen Reißverschluss extrem einfach einfädeln. Der wird jetzt einfach nach oben durchgezogen und fertig. Dafür muss ich nicht mal diesen Handtuchhalter an meine Schneidematte kleben. Also das ist wirklich mein absoluter Geheimtipp. Jetzt ist der Zipper eingefädelt. Wir können jetzt diesen Reißverschluss einmal schließen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wichtig ist, deswegen mache ich jetzt nochmal auf, dass hier der Stoff nach hinten schaut. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus, finde ich. Jetzt kommen wir aber zu unserem Quadrat. Das legen wir jetzt einmal vor uns hin und bügeln rechts und links die Nahtzugabe nach innen auf die linke Seite. Ich benutze hierfür jetzt so ein Bügellineal, dem das Bügeleisen nichts ausmacht, aber es geht auch Pi mal Daumen. Ich vermute mal, dass du vielleicht auch schon 1 Zentimeter Nahtzugabe sowieso gut schätzen kannst und das deswegen auch ohne Lineal schaffen kannst. Ich lege mir jetzt die rechte Seite schön nach oben und die umgebügelten Nahtzugaben liegen nach unten und klappe das einmal ein. Wie so ein Sandwich wird das jetzt eingewickelt und festgesteckt. Die schöne Seite ist dabei innen, also die rechte Seite, und jetzt wird mit einem Geradstich und 1 Zentimeter Nahtzugabe abgesteppt. Das Nähfüßchen habe ich dabei gleich dran gelassen, weil wir das nachher sowieso nochmal brauchen und ich auch damit ganz gut nähen kann. Wichtig ist, dass du die Nadel in die Mittelposition bringst, denn sonst kannst du hier nicht 1 Zentimeter abmessen an der Nähmaschine. Ich nutze hier nämlich gerne die Markierung. Da wir diesen Teil gleich wenden möchten, schneide ich jetzt die Nahtzugabe zurück. Es reicht auch, wenn du diese Ecken hier abschneidest, so wie ich. Du kannst aber auch die gesamte Nahtzugabe kürzen. Da brauchst du dann aber eine Stoffschere, da reicht die Stickschere dann nicht aus. Jetzt stülpen wir das nach oben und durch unsere umgebügelte Nahtzugabe sieht das von vorne und hinten schon perfekt aus. Jetzt nehmen wir uns den Karabiner und fädeln es drüber. Dabei bildet jetzt unser Stoffquadrat, das wir vorhin hatten, eine Schlaufe, damit unser Reißverschluss direkt an diesem Karabiner hängen kann. Und jetzt wird zweimal umgeschlagen, also erst mit 1 Zentimeter Nahtzugabe und dann nochmal auf die Länge, die du möchtest.
Hier bist du ganz frei. Dabei schlägst du hier wirklich nur zweimal um und steckst es dann ordentlich fest. Ich nutze hier so kleine Stoffklammern, das ist ein bisschen einfacher, finde ich. Und jetzt wird mit einem Viereck, also eigentlich einem Quadrat, festgenäht und deswegen habe ich jetzt auch mein Reißverschlussfüßchen gelassen. So komme ich nämlich sehr gut an diesem Ring von dem Karabiner vorbei. Du kannst hier auch noch die Nadelposition anpassen, wenn du ganz nah daran lang nähen möchtest. Mir reicht aber dieser Abstand jetzt sehr gut. Und wenn du jetzt dieses Quadrat nähst, kannst du dann einfach dein Nähfüßchen anheben, indem du die Nadel im Stoff lässt, 90 Grad drehst und weiter nähst. So entsteht ein perfektes Quadrat. Und schon ist dieser super praktische Taschenanhänger fertig. Ich schneide mir jetzt nur noch ein paar Fäden ab und dann ist er fertig. Ich finde, dass der wirklich super praktisch ist und an jede Handtasche passt. Und ganz ehrlich, wer viele Handtaschen hat, der kann sich natürlich hier mit den Farben richtig toll austoben. Es gibt diese Karabiner auch in verschiedenen Farben. Ich mag einfach Silber und Rosé sehr, deswegen habe ich diese zwei Farben. Es gibt aber auch Schwarz und Gold, so wie du es möchtest. Du öffnest dann einfach nur den Reißverschluss und kannst dann ein Halstuch oder eben eine Jacke durchstecken und den dann soweit auch wieder schließen, dass dort nichts rausrutschen oder runterfallen kann. Also ich werde mit diesem Anhänger nie wieder meine Jacke irgendwo vergessen oder liegen lassen, weil ich die einfach an meiner Tasche befestigen kann. Und ich finde, das ist echt eine richtig tolle Sache. In welchen Farben habt ihr das Teil genäht und habt ihr es verschenkt? Schreibt es mir mal bitte unten unbedingt in die Kommentare. Vergesst nicht das Abo in diesem Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder 19 Uhr. Macht's gut!